Das ist heute unsere große Fläche hier. Richtig schön groß zum Ausbreiten. Ich habe ein paar Spachtel. Das sind ganz unterschiedliche, wie du siehst. Ich habe hier auch noch einen Fensterwischer. Ich lege mir alles einfach hin. Ein bisschen beiseite am besten. Und dann nehme ich mir ein und fange jetzt einfach an. Starten wir mal mit der ersten Farbe. Ja, super. Ach, das ist schon gleich voll befreiend. Einfach rauf damit. Jetzt habe ich hier noch andere Farben. Ich habe mir also ganz viele Farben hingestellt. Ein Blau und ein Grün. Also ganz viele Herbstfarben habe ich auch. Also jetzt sieht man ja oft auch immer noch viel Grün und Blau und aber auch so die Rosttöne von den Blättern, von den Herbstblättern. Damit habe ich ja schon einen schönen Start jetzt gehabt. Also ich habe richtig Lust zum Malen und auch zu spachteln. Und jetzt nehme ich hier einen größeren Spachtel erstmal und verteile das Ganze. Ziehe jetzt die Farben ineinander und da siehst du schon, dass ja auch Farbtöne bleiben, aber sich die Farben auch wieder verändern. Also so kriege ich nochmal mehr Farbtöne rein. Ja, wir haben gestern im Kurs, gestern Abend gemalt, also beziehungsweise gespachtelt und das war so schön. Und ja, eine der lieben Teilnehmerinnen hat halt ein schönes, großes Gemälde gemacht. Ja, hier sieht man ganz schön die Mischung und wie man es auch weiter verziehen kann. Es darf sich halt auch immer alles miteinander vermischen, aber manchmal halt auch nicht. Deswegen brauchst du unbedingt Tücher, um dann dein Werkzeug auch immer wieder sauber zu machen. Komme ich jetzt nur mit der Ecke in meine Schale von dem Spachtel, aber es macht nichts. Also kannst du rauf kippen, die Farbe rauf pinseln. Hauptsache die kommt da irgendwie drauf und du kannst es schön verstreichen. Jetzt kann ich schon abtauchen. Also ich merke das schon, dass ich sofort hier in meinen Farben bin. Ich kann mich hier voll austoben gerade und einfach auch Farben nehmen, wozu ich gerade Lust habe. Zack, einfach rauf, ne? Ach ja, ist auch echt herrlich, also wirklich. So, jetzt nehmen wir nochmal den anderen Spachtel oder Rakel. Hier, der ist aus Gummi, also nicht so aus Kunststoff, aber den kennst du auch schon. Ja, gerade so in der ersten Schicht kann man sich gut austoben. Jetzt mache ich erstmal die Werkzeuge sauber und ja, dann gehe ich dann nochmal rüber. Ja, also du siehst, es kann ganz bunt werden und hier so schöne Effekte kannst du reinziehen. Also auch so senkrecht ziehen oder hier die Farbtöne so stehen lassen und ja, dich erstmal austoben. Ich mache jetzt einfach gleich weiter und nehme noch eine andere Farbe. Welche nehme ich jetzt? Moment, jetzt kommt der Kopf. Ja.
ich kann ja einmal verstreichen, aber auch eben dieses kantige Werkzeug nutzen, um so Muster reinzuziehen. Oder eben auch genauso gut wieder alles verstreichen. Kann man schöne Farbkontraste auch schaffen, hell, dunkel und auch diesen typischen Spachtelcharakter kreieren. Aber für manche ist der Spachtel nichts. Also ich kenne das, dann nimmst du vielleicht mal den Fensterwischer einfach, probierst dich damit ein bisschen aus, experimentierst mit dem. Heute aber nicht so mein Werkzeug. Ich glaube, nee, ich spachtel lieber anders. Ja, sind schon ganz schöne Farbtöne, finde ich. Gerade so hier, die finde ich toll. Da drin, also so herbstliche, schöne Farben. Ah, es könnte auch noch ein bisschen Türkis. So langsam bin ich, glaube ich, fertig oder habe mich ausgetobt hier. So ist das gut. Ich lasse es so. Ja, so kann ich hier wunderbar quer arbeiten. Ich kann natürlich auch ganz viel senkrecht arbeiten, senkrecht und quer arbeiten. Also das kannst du machen, wie du möchtest. Was wichtig ist, fang einfach an, mach einfach. Nimm kräftige Farben, nimm pastellige Farben. Hau drauf, lass dich inspirieren von den Farben des Herbstes oder von dem, was du eben auch gerne für Farben magst. Und ja, und dann einfach machen. Viel Spaß. Schön, dass du hier bist. Tschüss.
Hier scheint die Sonne, wie toll. Es hebt immer die Stimmung. Also ich finde so, das Licht beeinflusst auch deine Stimmung und genauso tun das Farben eben auch. Oder eben auch andere Menschen, die dich inspirieren können und ja, die einfach dir gut tun. Und das ist auch immer wichtig, finde ich. Also es gibt viele, viele Sachen, die beim Malen dich auch beeinflussen können. Ja, einfach machen. Es hat total viel Spaß gemacht, aber ich war auch schon in einer guten, positiven Stimmung. Also ich finde auch, wenn man das Bild von anderen Seiten sieht, also es trocknet ja jetzt noch, aber auch so von dieser Seite finde ich es ganz schön, weil das Licht auch nochmal anders da drauf scheint. Ja, und wir gehen einfach nochmal kurz ins Atelier. Hier war gestern Abend noch ein Kurs und gestern Vormittag noch ein Kurs und das ist immer sehr, sehr schön. Es ist immer eine tolle Stimmung, es macht immer sehr, sehr viel Spaß. Und wenn mal die Sonne scheint, haben wir ja auch natürliches Licht und ich koche mir jetzt erstmal einen Kaffee. Du gehst jetzt hoffentlich an deinen Maltisch, mal in den Garten, entdeckst noch mal ein paar Pflanzen. Ich habe hier noch ein paar geschenkt bekommen. Also lass dich einfach inspirieren. Schön, dass du hier bist und mit mir diese wunderbare Zeit teilst. Wenn du keinen Spachtel hast, dann kannst du auch einfach ein Stück Pappe nehmen. Dazu habe ich Videos in meinem Kanal, also guck da einfach nochmal rein. Oftmals pinne ich das auch nochmal in die Kommentare und da findest du immer auch nochmal ein paar Infos, auch auf meinem Blog. Da kannst du auch gerne nochmal rausschauen. Ja, und ansonsten wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß. Schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich immer über diese tolle Gemeinschaft hier, über eure lieben, wertschätzenden Kommentare. Das ist wirklich eine Wohltat, wenn ich das lese. Und wenn ich auch lese, dass ihr euch untereinander da schon euch mitteilt, das finde ich auch toll, auch gerade im Chat, finde ich das sehr bereichernd. Also danke dafür. Danke auch für dein Like, für dein Abo. Das unterstützt mich hier natürlich.